Wir werden von euch in letzter Zeit oft nach unserem Gleisplan gefragt. Dazu fahren wir heute eine Runde mit der Darmflok Reihe 77, blenden euch die Gleisplanabschnitte ein und geben allerlei Hintergrundinfos. Das Beste kommt zum Schluss. Ihr erfährt, wie ihr euch unseren Gleisplan downloaden könnt und das komplett kostenlos. Nun viel Spaß bei einem Video der MOBA-Manufaktur. Wir starten mit einem Blick auf unseren Gleisplan. Es handelt sich dabei um einen verschnörkelten Hundeknochen. Der Bahnhof und der Schattenbahnhof bilden dabei je eine Schleife. Hier sind alle drei Ebenen eingeblendet. Rosa ist die Schattenebene 0, blau die Mittelebene 1 und grün die obere Hauptebene 2. Zur Dampflok-Mitfahrt haben wir die DJI-Kamera auf einen Wagen gebaut. Diese fährt nun eine Runde mit der Dampflok Reihe 77. Die Fahrt selbst beginnt auf der blauen Mittelebene im Bereich der Hauptstrecke. Es geht über die zweigleisige Kastenbrücke mit Blick nach rechts auf den wunderschönen Wasserfall. Anschließend fahren wir in den zweigleisigen Tunnel ein. Dahinter verbirgt sich der kleine Wendel, der uns eine Ebene höher bringt. Raus kommen wir am Waldhügel hinter dem Bauernhof. Diesen umrunden wir nun in der Franzlbauer Kurve, immer noch mit leichter Steigung. Wir kommen zur westlichen Bahnhofseinfahrt. Der Bahnhof mit seinem Schüttbahnsteigen zeigt dabei typische entschleunigte Nebenbahnromantik. Über den Bahnübergang an der Bahnhofsausfahrt sehen wir zu unserer Linken auch noch die stillgelegte Lokstation mit der vor sich hinrostenden Dampflok. Als nächstes umrunden wir das Industrie- bzw. Gewerbegebiet
mit Lagerhaus, Gärtnerei und Tankstelle. Die Strecke geht dabei in ein leichtes Gefälle über. Der Blick nach links zeigt den See mit der vorhin überfahrenen zweigleisigen Kastenbrücke und mündet in einem Tunnel unter dem Aussichtsturm. Wir durchfahren nun wieder die kleine Wendel, jedoch im Außenradius, und es geht abwärts zurück zur Hauptstrecke. Diese ist eher kurz gehalten und schnell durchfahren. Hier sei ein großes Leider erwähnt, denn dies ist einer meiner Painpoints, die mich an dieser kleinen Anlage am meisten stören: die viel zu kurze zweigleisige Strecke. Wir schlängeln uns nun in der mittleren Ebene eine lange Rampe hinunter Richtung Schattenbahnhof. Diese Rampe ist nur schwer zugänglich. Zum Glück gibt es dort aber auch nur sehr, sehr selten irgendwelche Probleme. Da sich die Rampe etwas zieht, ein Blick auf die Steuerung unserer Anlage. Hauptsächlich wird per Tablet und Rocco Z21 App gesteuert. Als Handregler sind 2 Multimäuse parat. Zentrale war mal für 2 Jahre eine DigiKeys im Einsatz. Nachdem diese Firma aber insolvent war, bin ich wieder auf Rocco Z21 Start mit WLAN-Router umgestiegen. Auf das Programmiergleis kann per VIP-Schalter gewechselt werden. Einfahrt in den Schattenbahnhof.
Hier haben wir es mit 5 Durchfahrtsgleisen zu tun, die unterschiedlich lang sind. Es ist dabei keine Steuerung hinterlegt. Das bedeutet, ich muss selbst überlegen, welcher Zug wo abgestellt werden kann. Das ist auch gut so, denn kleine Anlagen werden schnell langweilig, wenn sie automatisiert sind. Bei der Schartenbahnhofsausfahrt sind keine Weichenantriebe montiert. Hier werden die Weichen beim Durchfahren einfach aufgedrückt. Blöd nur, dass ich auch für Videos mal gerne die Gegenrichtung fahre, was dann eine umständliche Klebebandfixierung der Weichen zur Folge hat. Im Bereich der Schleife in Ebene 0 gibt es auch noch einen Abzweiger. Dieser war als Reserve für eine mögliche Anlagenerweiterung gedacht, wird nun aber eher als Abstellgleis für Triebzüge genutzt. Habt ihr auch schon mal überlegt, dieses noch zweigleisig zu machen, was aber platzmäßig eher problematisch ist? Es geht wieder die lange Rampe hoch. Diese Zeit nutzen wir wieder für Randthemen. Die Überwachung des Schartenbahnhofs erfolgt mit einer Pkw-Einparkhilfe. Eine Kamera mit dem unteren Bildschirm zeigt dabei die Schartenbahnhofseinfahrt. Eine weitere Kamera mit dem oberen Bildschirm die Schartenbahnhofsausfahrt. Dies funktioniert sehr gut, um einen Überblick zu haben, welches Gleis frei ist zur Durchfahrt oder zur Zugabstellung. Und noch ein Blick in den Modellbahn-Kellerraum. Wir sehen dort ein Segment mit vielen Gleisen zur manuellen Zugabstellung, meinen klappbaren Basteltisch mit Blockprogrammer, Decoder-Tester und Rollenprüfstand sowie den TV, der zur Bedienung genutzt wird oder aber um nebenbei MOBA-Videos von anderen YouTubern zu schauen. Kommen wir nun zum kostenlosen Download unseres Gleisplans. Ihr findet dazu in der Videobeschreibung einen Link. Damit kommt ihr auf mein Google Drive und könnt euch dort die WinTrack-Datei kopieren, welche ab Version 14 aufgerufen werden kann und so allerlei Screenshots zum Gleisplan. Dieser ist eher pragmatisch gezeichnet, ohne Höhenangaben oder sonst viel Schnickschnack. Wir sind mit unserer Fahrt nun wieder am Ausgangspunkt angekommen.
Bitte unbedingt abonnieren, liken, kommentieren und teilen. Dies zeigt euren Dank für den kostenlosen Gleisplan und ist für uns sehr wertschätzend und motiviert zu vielen weiteren Videos. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.